Theater, Theater, der Vorhang geht auf, singt Katja Epstein vor vielen, vielen Jahren. Davon habe ich mich inspirieren lassen. Wo spielen wir noch Theater? Wo maskieren wir uns und spielen unsere Rollen, nur um irgendwo reinzupassen? Und wie kannst du dein wahres Selbst entfalten? Gerade jetzt in diesen Zeiten großer Veränderungen ist es nach meiner Auffassung total wichtig, dass wir unsere Rollen, die wir nur spielen, unsere Masken fallen lassen, schauen, wo sind wir selbst? Was ist unsere Seele? Was ist unser Seelenweg? Um das tatsächlich auch zu leben. Wo bleibt die Wahrhaftigkeit? Will ich weiterhin im Opfermodus verbleiben oder mich endlich trauen, zu meinem Schöpfersein, zu meiner Verantwortung auch zu stehen? Wo sind wir überall Opfer? Nimm das berufliche Umfeld. Du tust mehr, als dir gut tut, als es deiner Gesundheit gut tut. Nehmen wir den familiären Bereich. Du stehst immer Gewehr bei Fuß, wenn irgendjemand dich braucht, egal ob als Frau oder als Mann. Als Mann, der vielleicht bis zum Umfallen arbeitet, um die finanzielle Situation der Familie stabil zu halten. Als Frau, indem du deine Kinder über die Maßen verwöhnst, mehr als ihnen und mehr als dir gut tut. Ich erinnere mich, meine Kinder haben manchmal gestöhnt. Muss ich jetzt Mülleimer runterschaffen oder warum muss ich heute zum Fleischer gehen und. Späterhin waren sie mir dankbar, dass sie viele dieser Dinge gelernt haben und es für sie leicht war, es in ihrem eigenen Leben dann zu integrieren. Also frage dich, wo bin ich Opfer? Wo spiele ich eine Rolle? Wo setze ich die berühmte Maske auf und zeige mich nicht, wie ich wirklich bin? Die Frage ist, wie findest du das heraus, wo du maskiert bist und wie du wahr bist, wie du wirklich bist? Lass uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Natürlich kann ich dir hier nur meine Erfahrungen und die Erfahrungen aus meinen Trainings und Coachings vermitteln. Ob das mit dir in Resonanz geht, darfst du selbst entscheiden. Im letzten Video hatte ich schon davon gesprochen, dass wir immer so ein bisschen hin und her schwanken zwischen Anpassung als Preis der Zugehörigkeit und dem, unsere individuellen Wünsche umzusetzen und in die Realität zu bringen. Aus meiner Sicht gibt es drei Anzeichen dafür, dass du eine Maskerade betreibst. Das eine ist, wenn du dich permanent ausgelaugt fühlst, obwohl du eigentlich gesund bist. Schlimmer ist, wenn du das übertrieben hast, dann kommt es natürlich auch zu ersten Zipperlein und Symptomen. Da genauer hinschauen. Was laugt mich aus? Und was steht dahinter? Dahinter stehen fast immer Glaubensmuster, so in der Art, ich muss das doch tun, ich sollte das tun. Wenn dir sowas durch den Kopf geht, dann kannst du sicher sein, dass du eine Maske auf hast. Wie kannst du das Ganze ändern? Mach weniger von dem, was dich auslaugt, egal was dein Umfeld sagt. Denn die Summe des Ausgelaugtseins führt irgendwann tatsächlich an den Rand des Abgrunds, sprich an den Rand der Krankheit oder Schlimmerem. Das Zweite, woran du erkennst, dass du dich maskierst, ist, wenn du Dinge relativ lustlos tust, routiniert, ohne dabei Freude zu empfinden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das Leben ist kein Ponyhof und so weiter. Klar, warum denn nicht? Das Leben kann auch ein Ponyhof sein. Überleg einfach mal, wo warst du so richtig begeistert bei der Sache, wo du Zeit und Raum völlig vergessen hast?
Davon mach ein kleines bisschen mehr in deinem Leben. Schaff dir Inseln, zeitliche und räumliche Inseln, wo du genau dem ein bisschen mehr nachgehst, als du es bisher getan hast. Und das Dritte, was aus meiner Sicht ein klarer Anhaltspunkt ist dafür, dass du maskiert bist, wenn es ungestillte Sehnsüchte gibt. In ruhigen, friedlichen Augenblicken spürst du so eine tiefe Sehnsucht deines Herzens danach, etwas zu tun, was du dir nicht gönnst. Und auch dahinter stehen ganz oft Glaubensmuster oder auch Beschränkungen, die du dir selbst auferlegst. Zum Beispiel, du willst gerne mehr reisen. Na klar, sagst du dir jetzt, ich würde gerne in die Malediven reisen oder ich möchte gern eine Afrika-Reise machen. Das hier, mein Geld, reicht dafür aber nicht. Okay, kann ich nachvollziehen. Dann hilft vielleicht ein Plan, den du dir machst, wie du dir das sukzessive zusammensparen kannst. Oder aber du sagst dir, es geht mir ums Reisen, fangen wir doch mal etwas kleiner an. Wenn es nicht gleich für die ganz große Reise reicht, na dann mach mal eine kleine Wochenendreise, die in dein Budget vielleicht besser passt. Einfach so etwas. Also Masken loswerden und rein ins Vergnügen. Weniger von dem tun, was dich ausbremst, was dir Kraft raubt. Ich sehe das immer als so eine Waage. Nimmt's mir Energie oder gibt's mir Energie? Tu weniger von dem, was dir Energie nimmt und raubt und mehr von dem, was dir Energie gibt. Und mein Hausmittel, würde ich mal sagen, ist immer meditieren. Frag dein höheres Selbst. Frag die geistige Welt, Gott, das Universum, wie auch immer du es nennen magst, was jetzt für dich der nächste Schritt ist, um näher an deine Wahrheit, an dein wahres Sein zu kommen. Und meditieren musst du ja nicht im Lotussitz, sondern ich persönlich liebe Gehmeditation. Ich gehe in die Natur, ich mache einen großen Spaziergang, renne mitunter, wenn es hier in der Großstadt Dresden passiert, mitunter an Leuten vorbei, die mich dann lauthals grüßen, die ich gar nicht gesehen habe, obwohl sie nur 5 Meter von mir entfernt sind, weil ich gerade am Meditieren war. In diesem Sinne, sieh zu, dass du die Masken fallen lässt und dein wahres Selbst lebst. Ich wünsche dir nur das Beste dafür.